Hallo, heute ist Freitag, der 6. August 2021. Willkommen zurück auf der Couch und damit geht es weiter mit der Videoreihe rund um meine Erfahrungen und Erkenntnisse zur Gruppenpsychotherapie. Im letzten Video habe ich ja erst einmal ganz grob angefangen und skizziert, wer denn die anderen KlientInnen in solch einer Therapiesitzung so sind und welche Rolle sie so spielen. Wer das Video nicht kennt, ich verlinke es hier oben rechts mal in der Infoleiste. Natürlich führt uns das als nächstes zu der Frage, wer sind denn die Therapeuten? Was machen die und welche Rolle spielen sie in so einer Gruppe? Mit dieser Frage möchte ich mich im heutigen Video mal beschäftigen. In unserer Gruppe haben wir ja 10 KlientInnen und 2 Therapeuten. Das ist in den meisten anderen Gruppen wahrscheinlich anders. Meist sitzt da nur eine Fachperson und die Anzahl der Klienten variiert auch. Daher werde ich heute ein paar Dinge beschreiben, die wahrscheinlich auch in anderen Gruppen gelten dürften, aber auch Dinge, die nur bei uns so funktionieren. Auch die Tatsache, dass unser Verfahren ein psychoanalytisches Verfahren ist, bringt auch nochmal die ein oder andere Besonderheit mit sich. Aber starten wir erst einmal mit den Dingen, die in allen Therapiegruppen gleichermaßen gelten dürften, nämlich die Therapeuten spielen immer eine Sonderrolle in der Gruppe. Zwischen ihnen und den KlientInnen besteht ein asymmetrisches Verhältnis. Das heißt, sie hören zwar zu und sitzen körperlich auch in der Gruppe drin, steuern aber nichts von sich selbst bei. Zumindest sollte das so sein. Ihr Job ist es ja, sich mit ihren KlientInnen und deren Problemen zu befassen, während diese selbst nicht wirklich viel über die Therapeuten erfahren. Dazu bringen diese Therapeuten einen großen Umfang an Wissen, Erfahrungen und Fähigkeiten rund um psychologische Dynamiken mit, die die KlientInnen wiederum nicht haben. Sie haben also einen Vorsprung in der Frage, was innerhalb der Gruppe eigentlich passiert und warum. Für die KlientInnen ist dieses ein Machtgefälle, bei dem sie am schwächeren Hebel sitzen. Darum sitzen die Therapeuten zwar mit uns im Stuhlkreis, aber ihre Rolle ist eher die eines Beobachters in der zweiten Reihe. Sie schauen uns Klienten zu, was wir tun und was wir erreichen wollen und wer wie miteinander interagiert und wo sich vielleicht auch Probleme aufstauen. Diese generelle Asymmetrie gilt in einer Gruppe also grundsätzlich schon immer, aber je nach Verfahren mehr oder weniger stark. Was waren das überhaupt für unseriöse Kamerafahrten eben? In unserem Fall füge ich jetzt mal noch hinzu, wir erfahren rein gar nichts von den Therapeuten als Person. Okay, das ist jetzt nicht ganz richtig. Ein schmaler Spalt breit Licht fällt ja schon auf ihre Persönlichkeit, wenn man sie in der Gruppe in Aktion sieht oder wie das Arbeitszimmer so eingerichtet ist, in dem wir ja sitzen. Aber abseits davon bleiben sie für uns wirklich völlig unbekannt. Unser Therapeut verrät uns noch nicht mal, wo er Urlaub macht. Das ist jetzt aber auch eine Besonderheit unseres psychoanalytischen Verfahrens. Die behandelnde Person verrät möglichst wenig von sich selbst, damit sie für uns Klienten wie so eine leere Leinwand wirkt, auf die wir dann unsere Vorstellung drauf projizieren können. Dieselbe Therapeutin kann also von verschiedenen Klienten völlig unterschiedlich eingeschätzt werden. Ich führe euch das mal vor. Dino-Bande, seid ihr bereit? Haben wir denn überhaupt eine Wahl? War auch nur eine rhetorische Frage. Also beispielsweise könnte Diego, der immer viel Wert auf seine eigene Kompetenz und Stärke legt, in den Therapeuten einen Herausforderer sehen, vor dem er sich behaupten muss. Das findet er beunruhigend und darum tritt er den Therapeuten latent feindselig gegenüber. Jeanne d'Arc kommt gut klar mit der weiblichen Therapeutin, weil die so viel weiß und der Gruppe von ihrem Wissen teilhaben lässt. Den Therapeuten betrachtet Jeanne hingegen als eine Gefahr. Mit Männern hat sie schlechte Erfahrungen gemacht. Die nüchtern rationale Ella findet hingegen beide Therapeuten cool, weil die so krass gut im Analysieren sind und so voll logisch nachvollziehbar arbeiten. Damit kann sie was anfangen. Kramer hat immerzu diese ungute Vorstellung, dass die Therapeuten im Grunde überhaupt nicht an den Klienten interessiert sind und diesen auch gar nicht zuhören. Vielleicht, denkt er, langweilen die sich sogar angesichts der Themen, die in der Gruppe so geteilt werden. Ihr seht also, was die Intention ist. Die Leute werden dazu ermuntert, etwas auf die Therapeuten drauf zu projizieren. Was Menschen projizieren, verrät ja etwas, was sie eigentlich selbst dabei umtreibt. Speziell für unsere Therapiegruppe ist nochmal, wir haben 2 Therapeuten und damit kommen natürlich Assoziationen mit einer Familie auf. Fast automatisch projizieren wir also regelmäßig auf die beiden Therapeuten Dinge, die wir eigentlich mit unseren Eltern in Verbindung bringen. Das kann sowohl negativ als auch positiv sein. Ich beispielsweise ich bin auch in der Gruppe, der kleine blaue Stegosaurier hier. Ich also neige dazu, die Therapeuten zu idealisieren.
Ich stelle sie auf ein Podest und unterstelle ihnen mehr Fähigkeiten oder Gutartigkeit, als das zwangsläufig realistisch ist. Das deckt sich tatsächlich damit, wie ich meine eigenen Eltern früher wahrgenommen habe. Aber auch die anderen GruppenteilnehmerInnen können Projektionen abbekommen. Wenn die Therapeuten die Elternteile verkörpern, dann stellen die anderen Klienten natürlich die Geschwister dar. Auch das kann positive, aber auch negative Assoziationen auf den Plan rufen. Jeanne d'Arc, die mit mehreren Geschwistern aufgewachsen ist, mit denen sie sich früher um die elterliche Fürsorge und Aufmerksamkeit streiten musste, hat vielleicht ein Problem mit den anderen KlientInnen. Diese nimmt sie als Konkurrenten wahr, mit denen sie sich um die Zeit der Therapeuten streiten muss. Pia, die allerdings als Einzelkind aufgewachsen ist, kennt diese Situation mit Geschwistern überhaupt nicht und ist total überfordert, wie sie sich denn in so einer Gruppe überhaupt durchsetzen soll. All diese Projektionen können in einer Stunde mit den Klienten nun bearbeitet werden. Das heißt in dem Fall, dass die Projektionen nicht abgewehrt werden dürfen. Wenn also beispielsweise jemand wie ich die Therapeuten so idealisiert und annimmt, dass sie alles Mögliche wissen, dann sollten diese Therapeuten das nicht abstreiten. Sie sollten also nicht klarstellen, dass sie gar nicht allwissend seien, selbst wenn das natürlich die Wahrheit ist. Auf der anderen Seite sollte die Projektion aber auch nicht bestätigt werden. Also die Therapeuten sollten sich nicht gebauchpinselt fühlen von meinen Idealisierungen und nun denken, sie seien wirklich allwissende Gurus. Egal, was ich oder ein anderer Klient projizieren, es ist erst einmal so. Und es gibt einen Grund dafür. Viel interessanter ist ja jetzt, warum ich denn die Therapeuten so idealisiere. Dass die Therapeuten vor allem Assoziationen mit unseren eigenen Eltern hervorrufen, habe ich ja schon angedeutet. Deswegen lohnt es sich mal zu schauen, wie denn meine Beziehung zu meinen Eltern früher so ausgesehen hat. Jetzt fängt die Aufdeckungsarbeit an. Nach einigen Nachfragen werden die Therapeuten wahrscheinlich schnell erfahren, dass ich früher als Kind immer versucht habe, das Goldkind zu sein, auf das meine Eltern stolz sein können. Über die Rolle des Goldkindes habe ich in den vergangenen Analysevideos schon mal gesprochen. Die entsprechende Referenz füge ich wieder oben rechts in der Infoleiste ein. Wenn ich es also geschafft habe, ihr Goldkind zu sein, dann war mir das Wohlwollen meiner Eltern sicher und sie lobten mich in den Himmel. Wenn ich allerdings nicht nach ihren Regeln gespielt habe, dann wurde ich dafür bestraft. Das wollte ich natürlich nicht. Darum habe ich immer ihr Vorbild zu meinem Ideal erhoben, dem ich immer zu nacheifern wollte. Da oben sind die Respektpersonen, die haben die Macht. Sieh zu, dass sie dir wohlgesonnen sind, sonst da geht's dir übel. Das ist so ein möglicher Hintergrund, der beim Aufdecken so herauskommen könnte. Eine Erkenntnis, die allein dadurch gewonnen wurde, was ich auf die Therapeuten drauf projiziere. Nicht schlecht, oder? Noch eine Sache, die die Therapeuten von den Klienten im Raum unterscheidet. Sie nehmen selbst keinen konkreten Standpunkt ein. Also zumindest theoretisch wieder. Jedenfalls beziehen sie nie offen Stellung für jemanden oder gegen jemanden in der Gruppe. Das ist halt etwas, was man von den anderen KlientInnen im Raum nicht unbedingt erwarten kann. Diese können durchaus eine Erzählung eines anderen Gruppenmitgliedes offen ablehnen oder auch Sympathien für eine andere Person zeigen. Auch sind sie nicht immer für alle Geschichten empathisch empfänglich und manche Themen interessieren sie vielleicht auch einfach nicht. Wenn also beispielsweise Kramer beichtet, dass er früher in der Schule eine Mitschülerin gehänselt hat, dann wird er von Freddy und Diego, die ja beide Erfahrungen mit Mobbing gemacht haben, nicht gerade Mitgefühl und Verständnis erwarten können. Auch die zart beseitete Tietz ist womöglich erst einmal erschüttert von der Boshaftigkeit, die Kramer da beschreibt. Einzig die Therapeuten stellen da ein verlässliches Gegenüber dar, was nicht verurteilt, sondern was auch bereit ist, Kramers Perspektive zu sehen. Ein Stück weit sind die Therapeuten also immer dort zur Stelle, wo jemand Hilfe braucht oder wo ein Ungleichgewicht auf den Schultern einer Person landet. Wenn sich nun die ganze Gruppe darauf verständigen würde, sich auf Freddys Seite zu stellen, könnte es sonst im schlimmsten Fall passieren, dass Kramer wie der einzig schlechte Mensch im Raum erscheint, obwohl die anderen Anwesenden sich auch mal was zu Schulden kommen lassen haben. Solche Dynamiken behalten die Therapeuten jedenfalls im Blick und greifen ein, wenn es notwendig werden sollte. Allgemein passen sie einfach darauf auf, wie es den Anwesenden so geht. Es soll ja niemand durch eine Gruppentherapie in eine Krise gestürzt werden, auch wenn das in den absolut seltensten Fällen überhaupt mal passiert. Aber auch wer es sich in seiner schweigsamen Ecke zu bequem macht, kann damit rechnen, mal direkt von den Therapeuten angesprochen und zu einem Thema dazugeholt zu werden.
Allgemein schauen sie halt darauf, dass das, was passiert, ein Gruppenthema bleibt und sich nicht zwei Leute unterhalten, während der Rest aus dem Fenster guckt. Ab und zu hakt unsere Therapeutin beispielsweise ein und spannt einen etwas weiteren Bogen um ein Thema, zu dem dann wieder der Rest der Gruppe mit einsteigen kann, wenn ein kleiner Teil sich zu sehr im Klein-Klein verzettelt hat. Auch nicht ganz zu verachten ist ihre Wirkung als Rollenmodell. Auch das ist natürlich nicht so einfach, wenn sie, wie in unserem Fall, kaum etwas von sich selbst preisgeben, aber so die Art und Weise, wie sie zuhören, wie sie sich behutsam in die Geschichte ihrer Klienten vorwärts tasten, das ist nicht nur für die Klienten selbst ein wärmendes und auffangendes Erlebnis, sondern auch für die anderen machen die Therapeuten damit gleichzeitig vor, so kann man auch mit der Sache umgehen. Gerade in unserer Gruppe, wo wir eine weibliche Therapeutin und einen männlichen Therapeuten haben, bekommen wir sogar gleich zwei verschiedene Charaktere und Vorgehensweisen vorgeführt. Das ist bestimmt nicht ganz zufällig, dass vor allem die Männer in unserer Gruppe mehrheitlich zu dem Therapeuten einen besonders guten Draht haben und die Frauen halt zu der Therapeutin. Ein Mann, der empathisch auftritt und mit Gefühlen umgehen kann, ist ja leider doch noch keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Da kann die Gruppe Anschauungsunterricht nehmen, wie das so aussehen könnte und sich davon auch inspirieren lassen. Zu guter Letzt noch ein Punkt, der erstmal negativ klingt, aber nach näherer Betrachtung durchaus seine Vorzüge hat. Und zwar, TherapeutInnen sind ja letztlich dennoch Menschen. Sie sind nicht perfekt und sie können auch nicht immer sofort helfen und wissen mal nicht die richtige Antwort, sofern es sie überhaupt gibt. Genau das bringt letztlich auch den nötigen Realismus in die Therapie hinein. Manchmal bekommen wir Klienten eben einfach nicht das, was wir wollen oder was wir brauchen oder was wir erwartet haben. Das ist in dem Moment zwar frustrierend, ja, aber letztlich gehört es zum zwischenmenschlichen Umgang einfach dazu. Besonders gut finde ich das dann, wenn die Therapeutin in solchen Fällen genau auf den Grund geht, welcher Wunsch von einem Klienten enttäuscht wurde und warum. Wenn also beispielsweise die Therapeutin Kramer, der ja früher seine Mitschülerin verspottet hat, nicht verurteilt und ihm stattdessen zugesteht, dass seine Lage damals auch schwierig war. Danach ist Freddy enttäuscht von der Therapeutin, weil diese nicht zu ihm gehalten und sich eindeutig auf seine Seite gestellt hat. Auf Nachfrage gesteht Freddy, dass ihm früher auch nie jemand geglaubt hat, wenn er von seinen Mitschülern schikaniert wurde und selbst die Vertrauenslehrer in der Schule sich nie für ihn interessiert haben. Freddy wollte von der Therapeutin, dass sie nun genau diese Rolle spielt und ihn endlich verteidigt, wie er es damals dringend gebraucht hätte. Auf der anderen Seite steht Kramer, der in seiner eigenen Familie immer als Sündenbock herhalten musste, auf den alle nur herumgehackt haben, den selbst seine kleine Schwester ausgelacht hat, weil er sich gerne Glitzerhaarsträhnen gemacht hat. Andauernd wurde er gedemütigt. Auf seiner Seite stand auch nie jemand und er wünschte sich, dass einfach nur mal jemand seine Lage verstehen würde. Jetzt ist die Therapeutin natürlich hin und her gerissen zwischen Verständnis für den einen, aber auch den anderen verteidigen und auf seiner Seite stehen. Beides gleichzeitig zu erfüllen, ist schlichtweg nicht möglich, aber eben auch nicht notwendig. So sehr wir auch suchen, wir werden nie jemanden finden, der uns perfekt versteht, der jeden Gedanken praktisch mit uns mitdenken kann und jede innere Regung in uns wahrnimmt, noch ehe wir sie überhaupt ausgesprochen haben. Diesen Wunsch nach jemandem, mit dem wir praktisch verschmelzen können, klingt natürlich nach der ultimativen Fantasie eines Seelenverwandten oder so, aber letztlich kann das kein Mensch leisten. Nicht einmal mit jahrelanger Ausbildung. Aber die Therapie bietet hier eine Möglichkeit herauszufinden, ob wir auch mit dem auskommen, was andere uns geben können. Und gleichzeitig können wir die Erfahrung machen, dass die anderen uns wertschätzen, auch wenn wir selbst genauso wenig Seelenverwandte für sie sein können. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen und meine Beschreibungen gelten für andere Therapiegruppen auch so einigermaßen wenigstens. Wenn ihr selbst eine Gruppentherapie macht, teilt auch gerne eure Erfahrungen unten in den Kommentaren. Letztlich kann ich ja hier auch nur meine eigene Perspektive darstellen. In den nächsten Videos werde ich mich dann mehr damit beschäftigen, was ich dann nun wirklich inhaltlich so aus den Therapien gelernt habe. Bis dahin verbleibe ich euch mit den nicht seelenverwandten Grüßen. Euer Kater Schnurz.